Die Türkei hat sich das Ziel gesetzt, zu den 10 stärksten Volkswirtschaften zu gehören. Aber was bedeutet das? Die Türkei möchte, dass ihre Bürger so viele Güter herstellen und verkaufen können, dass sie annähernd die gleichen Löhne bekommen, wie die stärksten 10 Volkswirtschaften der Welt. Wie sie das erreichen will, erfahren wir in diesem Video. Die Regierung von 1992 bis 2002 führte die Türkei in die Armut und damit in die Abhängigkeit des Währungsfonds. In der Rangliste von Volkswirtschaften lag die Türkei im Jahr 2000 noch auf dem Platz, wo heute Äthiopien zu finden ist. Experten sprechen von den 90er Jahren als einem verlorenen Jahrzehnt in der Wirtschaftsgeschichte des Landes. Aber warum? Auch damals hatten die Menschen mehr Lohn bekommen. Mehr Lohn heißt aber nicht mehr Kaufkraft. Das lag daran, dass die damalige Regierung weniger Güter produzierte, aber die Zentralbank trotzdem mehr Geld gedruckt hatte. Das führte zu einer Geldmengeninflation von bis zu 100% im Jahr. Geldnoten bekamen immer mehr Nullen. Auf dieser Grafik sehen wir den Unterschied von damals zu heute. 1992 bis 2002 gab es weniger Lohnerhöhung als die bestehende Inflation. Damit sank die Kaufkraft. Die neue Regierung ab 2002 regulierte die Löhne und der türkische Bürger bekam mehr Lohnerhöhung als die bestehende Inflation. Und das geht bis heute weiter. Hier zeigt sich, dass eine hohe Inflation nicht zwingend schlecht sein muss. Denn genau diese Inflation bringt den Lohn der Bürger immer näher an die Löhne von Frankreich und Deutschland. Wäre die Inflationsrate bei 0%, dann würden die Löhne und Kaufkraft der Türken unverändert bleiben. Noch im Jahr 2000 konnten sich Türken keine Auslandsreisen leisten. Heute sieht man auch in europäischen Ländern türkische Touristen. Noch bis 2000 wanderten mehr Türken nach Deutschland aus, während heute mehr Menschen aus Deutschland in die Türkei auswandern. Ein Softwareprogrammierer verdiente vor 20 Jahren noch 800 € pro Monat, was schon damals für türkische Verhältnisse hoch war. Aber heute verdient die gleiche Funktion 30.000 türkische Lira, was 2.500 bis 3.000 € pro Monat entsprechen. Seit 20 Jahren hatten Arbeitskräfte jedes Jahr 6% mehr Dollarlohn bekommen, was dem jährlichen BIP-Wachstum entspricht. Auch bei Wohnungsmieten kann man das beobachten. Vor 20 Jahren bezahlte man noch 120 bis 550 türkische Lira Monatsmiete. Für den gleichen Standard bezahlt man heute 1500 bis 2000 Lira, also viel teurer als früher. Heute positioniert sich die Türkei gerade deshalb unter den G20. Das sind die 20 stärksten Volkswirtschaften der Welt. Dank der Lohnerhöhung in der Höhe des realen BIP-Wachstums pro Kopf in Lira, können türkische Bürger trotz Inflation mehr Wohlstand genießen als noch vor 20 Jahren.